Hallo, herzlich willkommen zu Case King TV. Heute mit einem neuen Aluminiumgehäuse. Allerdings nicht von denen, die ihr vermutet. Ihr würdet jetzt eine ganze Reihe Firmen unter Umständen vermuten, von wem kann dieses neue Aluminiumgehäuse sein, aber aller Wahrscheinlichkeit nach weit gefehlt. Dieses Gehäuse ist von Xigmatech, nennt sich Gigas, kommt sehr schön schlicht und edel in gebürstetem Aluminium, in Schwarz und in Silber daher. Xigmatech hat also jetzt ein Aluminiumgehäuse am Start und wir werden uns mal genau anschauen, wie schlägt sich Xigmatech hier auf diesem neuen Feld. Was als erstes auffällt, sehr schön aus einem Stück komplett die Seite und die Front, das heißt eine große Aluminiumplatte gebogen worden. In der Front eine Stealth-Blende für DVD Blu-ray und darunter noch ein weiterer 5,25 Zoll Schacht. Im Frontpanel-Bereich haben wir hier ganz normal Audioanschlüsse, Power- und Reset-Button, dazu USB 3.0 einmal und zweimal USB 2.0. Das heißt auch jede Menge Anschlussmöglichkeiten in der Front. Die Seite links mit entsprechenden Löchern versehen. Hier passt das Netzteil hinter, werdet ihr später noch sehen. Und hier unten zusätzliche Belüftungsoptionen, beispielsweise wenn hier eine Grafikkarte sitzt oder andere PCI-Express-Karten. In der Front sind 220 mm Lüfter bereits vorinstalliert. Diese auch extrem langsam drehend, damit ihr entsprechend die Ruhe habt in diesem Gehäuse. Hinten in der Rückseite auch nochmal 220 mm Lüfter, auch vorinstalliert, also jede Menge Lüfter gleich mit dabei. Das Branding hat sich Xigmatech gedacht, halten sie ja auch schlicht und einfach, ohne dass es groß auffällt. Wie ihr hier vorne sehen könnt, die Belüftungslöcher sind hier komplett als X gehalten. X ganz einfach für Xigmatech. Das einzige Logo, was wirklich ausgeschrieben ist, oben auf dem Deckel, ein kleines X mit dem Xigmatech-Schriftzug drunter. Ich würde sagen, wir schauen mal ins Gehäuseinnere, dafür mal eine etwas ungewöhnliche Kameraposition für euch, damit ihr alles besser seht. Wie ihr schon sehen könnt, hier oben gleich die Käfige. Diese sind durch jeweils eine Schraube hier oben gesichert. Wenn ihr diese gelöst habt, das habe ich schon mal getan, könnt ihr den Käfig für die 5,25 Zoll Schächte herausnehmen. Hier seht ihr auch nochmal die Stealth-Blende. Darunter befindet sich der erste 3,5 Zoll Schachtkäfig. Alles mit Anti-Vibration-Mounts. Und dieser ebenfalls allerdings nach vorne und schon habt ihr ihn herausgenommen. Wie ihr seht, ein sehr großer Innenraum für ein Micro-ATX-Gehäuse. 4 PCI-Slots entsprechend dem Micro-ATX-Standard. Im Mainboard-Bereich habt ihr Platz für einen 16 cm hohen Kühler. Das heißt, hier könnt ihr wirklich einiges an Kühlleistung reinpacken. Empfohlen wird ein Tower-Kühler mit 16 cm Höhe maximal. In der Länge, vielmehr der Tiefe, passt dann die Grafikkarte mit bis zu 33 cm Länge rein. Also auch jede High-End-Grafikkarte kann hier verbaut werden. Ein High-End-System ist bei diesem Gehäuse ohne Probleme möglich. Die zwei Lüfter in der Front hier gut sichtbar und im rückwärtigen Teil natürlich die entsprechenden Anschlusskabel im Gehäuse. Die Belüftungsoptionen hier in der Seite dann für das Netzteil, welches sich hier oben befindet, auch sehr viel Platz dafür vorhanden und kann über diese Belüftungslöcher natürlich direkt Frischluft ziehen. So viel zum Gigas von Xigmatech, dem ersten Aluminiumgehäuse aus dem Hause Xigmatech. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Vorstellung. Bis dahin bei Case King TV.